Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Auf die heutige Folge habe ich mich besonders gefreut, denn zu Gast ist bei mir Harry Sneed. Ja, und warum habe ich mich gefreut? Harry ist sozusagen mein Mentor, wenn es ums Thema Software Testing geht. Anfang der 2000er Jahre hat er mich unter seine Fittiche genommen und mir spannende Einblicke ins Thema Softwarequalität gegeben. Und Erfahrungsschatz hat er genug, was wir auch in dem Interview mit ihm hören. Seit den 70er Jahren ist er schon im Bereich Software Engineering und Software Testing unterwegs, hat unzählige Bücher geschrieben, noch viel mehr Artikel und Konferenzbeiträge gehalten, Lehraufträge gehabt und eine Historie von mittlerweile 50 Jahren Projekte in der Tasche. Er gibt uns einen kleinen Einblick in seine Anfänge, in seine Projekte und was er in den Testprojekten für sich gelernt hat. Viel Spaß bei der Episode. Ja, herzlich willkommen, Harry. Schön, dass du hier im Podcast bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, es ist mir ja eine große Ehre. Du bist ja im Prinzip der Grund, warum ich Software-Tester bin. Durch dich bin ich ja ans Testen gekommen mit. Wir haben ja das erste Projekt zusammen 2003 gemacht, 2004 so irgendwie rum im Freistaat Sachsen. Und du hast mich dann auch zum Bücherschreiben inspiriert, motiviert, mich da auch unterstützt. Ne? Und sage mal, meine ganze Software-Test-Karriere wäre so gar nicht möglich gewesen durch deine Unterstützung. Und da bin ich dir natürlich sehr dankbar. Ja, unser erstes gemeinsames Projekt war, glaube ich, in Dresden. Ja, Genau. Das war das Testcenter im Freistaat Sachsen. Ne? Da ist ja ja, schon 20 Jahre her jetzt. Ne? ja. Genau. 20. Da war meine Karriere eigentlich schon zu Ende. Ach ja, na, du Meine hast ja auch noch viel Karriere danach gemacht. endete 2000, im Jahr 2000 beziehungsweise 1999 musste ich Deutschland verlassen. Ich habe hier keine Arbeit mehr gefunden und Ja, bin nach Wien ausgewandert. ja, Und dort bin ja. ich bis vor einem Jahr noch tätig gewesen. Ah ja. Ja, also das ist ja, kommen wir mal vielleicht dann auch noch dazu. Dein letztes Buch heißt ja auch Endstation Wien. Ähm, aber ich würde gerne noch weiter vorne einsteigen, weil du hast ja schon also Jahrzehnte an Softwareentwicklung miterlebt und mitgestaltet auch. Wie Ja, bist du denn eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? äh, okay. Ich bin am Anfang der 70er Jahre von Amerika nach Deutschland gekommen. In Mhm. Amerika habe ich eigentlich Systemanalyse und Programmierung gemacht bei der US Marine Ministerium und war in Reengineering-Projekten tätig. Dann kam ich nach Deutschland. Ich habe zuerst bei der Hochschulinformationssystem gearbeitet, die Entwicklung eines Informationssystems für alle deutsche Hochschulen. Mhm. Da war ich als Analytiker und auch als Programmierer tätig. Ich war vielleicht der Einzige in der Gruppe in Hannover damals bei der VW-Stiftung, der programmieren konnte, ja. Mhm. Und ich musste das den anderen beibringen. Mhm. Und dann nach 4 Jahren wurde mir das zu langweilig bei HIS, dann bin ich zu Siemens rübergegangen und habe zuerst ein Projekt in Göttingen gemacht für die Stadtverwaltung. Mhm. Und das war wieder ein Entwicklungsprojekt im Online-Betrieb, im Host. Und von dort hat mich dann Siemens nach München versetzt. Die wollten mich im Datenbankbereich haben. Mhm. Und in dem Datenbankbereich ist mir aufgefallen in meinem Projekt die Entwicklung eines Interactive Query Facilities, wie lange meine Leute getestet haben. Also ich war in einer Gruppe von 5 Mitarbeitern. Wir haben ein enges Team gebildet
Wir sind auch zusammen in die Berge gegangen und so. Und dann, wir haben dieses System komponentenweise entwickelt und es hat vielleicht 3 Tage gedauert, um den Code zu schreiben. 3, 4 Tage gedauert. Und dann haben die 3 oder 4 Tage oder mehr gebraucht, um zu testen. Und das ist, wo das Thema mich begann zu interessieren. Ja? Warum brauchen die Leute so viel Zeit, um zu testen? Das war über die Hälfte unseres Aufwandes. Dann habe ich in Siemens erfahren, dass sie ein neues Projekt, ein Riesenprojekt für die Bundesbahn haben, die integrierte Transportsteuerungssystem. Und das war drüben in der Hofmannstraße. Mein Projekt war in Schwabilon. Ich war dieser Anwendungsentwicklungsbereich. Und das war mehr Systemprogrammierung. Der Leiter dieses Projektes war ein Herr Höft und der kam auf mich zu und sagte, würde ich ihm nicht helfen mit Testen in dem Projekt. Ja, ich sollte einen Test organisieren. Und ich habe gesagt, ja, haben wir schon Leute dafür? Er sagte, nein, aber das werden wir finden. Er war sehr optimistisch. Also ich habe zuerst keine gefunden. Also im ganzen Siemens wollte keiner damit zu tun haben, nur als Tester zu arbeiten. Aber das ist eben nicht so ein Projekt. Das war am Schluss 200 Module, ja. Hunderttausende, mehrere hunderttausend Source-Zeilen. So, das kann man nicht so konventionell programmieren in einem kleinen Projekt. Man muss das in eine große Organisation anpacken. So, ich wollte eine Testgruppe aufbauen für dieses Projekt, konnte aber keine Mitarbeiter in Deutschland finden. Und gerade um diese Zeit habe ich eine Testtagung in London besucht. So, mein ehemaliger Studienkollege, Dr. Edward Miller, einer der Software-Test-Pioniere, vielleicht der Software-Test-Pionier, er war auf dieser Tagung. Er hat mich eingeladen, ein Referat zu halten. Und dort bin ich einen ungarischen Repräsentant habe ich getroffen mit ihm. Wir sind uns begegnet und haben in der Pause miteinander gesprochen. Ich hatte mich in meinem Referat nur über meine Pläne geredet, dass ich diese Testgruppe innerhalb eines Projektes aufbauen wollte. Und wir konnten keine Leute in Deutschland finden. Und er sagte mir, ich soll nach Budapest kommen. Die hätten jede Menge ausgezeichnete, mathematisch ausgebildete Programmierer oder Software-Fachleute. Und ich hatte damals ein Projekt in Wien. So, es begann immer alles in Wien. Das war für die Spardat ein Projekt, um ihr erstes Online-Banking-System zu testen. Und ich habe mal freigenommen an einem Wochenende und bin nach Budapest mit der Bahn rübergereist. Das war meine erste Konfrontation mit dem sozialistischen System dort. Und es war sehr interessant. Und an dem Montag, dann habe ich mich mit den Funktionären getroffen von den führenden Instituten. Und in Budapest waren 2 Institute in der sozialistischen Regime, das SKI und die SAMOK. Die SAMOK war mehr die bürokratische Organisation, war im Statistikministerium und die haben ein IBM-Rechner gehabt. Die mehr industrieorientierte Institut war SKI. Sie hatten damals einen Siemens-Rechner. Und natürlich, ich brauchte für dieses Projekt einen Siemens-Rechner, um zu testen.
Und wir haben miteinander verhandelt. Das war sehr schwierig, weil die Ungarn hatten bis dahin ihre Leute an die Siemens verkauft oder auch an andere deutsche Firmen auf Stundenbasis. Zahlte so und so viel pro Stunde. Und ich habe gleich zu verstehen gegeben, dass ich das nicht mache. Ich würde niemals Leute nach Zeit bezahlen. Und das ist ein Prinzip von mir schon immer gewesen. Und ich habe das bis zu Ende gehalten. Also man arbeitet, man bezahlt für das, was geleistet wird. Und nicht die Zeit, die sie verbringen. Und endlich, vielleicht haben sie Devisen so dringend gebraucht, dass sie sagten, okay, wir machen das, aber wie sollen wir das abrechnen? Und ich kam mit dem Vorschlag, habe mir überlegt, dass wir können abrechnen nach Testfall und nach abgedeckte Zweige im Programm. Und so einen Algorithmus hatte ich damals. Und die haben das zum Schluss akzeptiert und sagt, okay, wir machen das, wir probieren das. Und dann wir beginnen das Projekt. Und das war im Frühjahr 78. Ja. So, ich habe damit das erste unabhängige Software-Testlabor in Europa entwickelt. Also ich hatte gelesen von sowas Ähnlichem in Amerika, aber in Europa war das völlig unbekannt, dass man eine separate outsourced Firma hat, nur um zu testen und das bezahlen nach Leistung. Ja, das ist ja, also So, damals was ist die Leistung im Test? Ich hatte noch ein Parameter, das war die Anzahl gefundener Fehler. Ja. Nachgewiesene gefundene Fehler, die Überdeckungsgrad und die Anzahl der Testfälle. Ja. Ja, das ist ja also für damals ein Unikum gewesen, ne? 1978, da haben die meisten Unternehmen ja an sowas noch gar nicht gedacht, ne? Nein, in Deutschland war das auch nicht gängig. Es war eben nur Siemens, weil sie dieses Riesenprojekt für die Bahn hatten und das musste man anders organisieren. Ja, verstehe, ja. Ja, also das ist so mit der Startschuss deiner Software-Testzeit gewesen, ne? Die war ja, Das war der Beginn, 1978. Gleichzeitig habe ich begonnen, Seminare für die Industrie zu halten, also für die GES und für Integrator. Das waren so Ausbildungsfirmen und die haben mich gebeten, für sie Test zu lehren. Dann habe ich meine alte Testkollege von Amerika, der war inzwischen auch arbeitslos. Er hat in diesem Ballistic Missile Defense Test System gearbeitet und dann kam das unter Brezhnev das SALT Agreement. Ja, also die haben entschieden, das Projekt vorläufig abzubrechen. So er hat gerade was gesucht und ich habe gesagt, er soll nach Deutschland kommen und mir helfen, Testtechnologie bei Siemens einzuführen. Und er ist gekommen und hat das gemacht. Wir sind immer noch miteinander in Verbindung, obwohl er auch schon längst über 80 ist und im Ruhestand. ja. Was waren denn so damals die großen Herausforderungen beim Software-Testen? Okay, das große Herausforderung damals war, dass man Menschen überhaupt findet, die bereit sind zu testen. Sie wussten gar nicht genau, was sie machen sollten. Und man musste ihnen beibringen, wie man Testfälle spezifiziert. Ja? Ein Testdesign macht und Testfälle spezifiziert und möglichst automatisch speichert und wiederholt. Ja? Das war ein absolut Novum damals. Ja? Aber wir haben es gemacht und die Ungarn, die einzelnen Mitarbeiter haben auch einen Teil, der geringe Teil des Geldes mitbekommen. Der größte Teil haben die Institute für sich behalten.
aber die Mitarbeiter waren dann motiviert, auch nach Leistung zu arbeiten, nach Testfall und nach Fehler. Vor allem die Mitarbeiter, da gab es einen Bonus für gefundene Fehler und die haben sich angestrengt. Ja. So, die Hauptproblem bei Testen, ich nehme an, auch heute ein Problem ist, die Tester zu motivieren. Egal, ob sie manuell testen oder mit Hilfe von Werkzeugen. Wir haben auch, mein erstes Testwerkzeug war der Prüfstand, den ich entwickelt habe, genau zu diesem Zweck. Und schau ich, dass ich sehe, was ich hier. Ja, so. Prüfstand war ein Test des Programmes eigentlich gegen die Vorstellung der Entwickler. Und im Test testet man immer einen Gegenstand gegen den anderen. Ja. Also man macht einen Vergleich. Das ist heute nicht anders. Ja. So, es gibt einfache Grundsätze beim Testen, die bleiben immer. Die sind Evergreens, ewig. Wahrheiten. Man braucht ein Baseline. Was soll das Programm leisten? Egal, ob das ein Batch-Programm auf einem IBM Mainframe-Rechner ist oder ein Programm in ein Webnetz, ja, auf einem Cloud-Server irgendwo. Die haben eine wohl definierte Definition, was kommt rein und wenn das reinkommt, soll das rauskommen. Das muss man beschreiben. Ja? Und dazu habe ich damals eine sogenannte Assertion-Sprache entwickelt. In dieser Sprache sah aus wie PL1-Prozeduren. Die Prozedur war der Testfall und dann habe ich, dieser Zustand herrscht, also Alter größer 90, dann ist die Ausgabe Bonus so viel, größer 100. Ja. Also so ein Datenvergleich, ne? Ein Vergleich. Das haben wir viele Seiten geschrieben von dieser Assertion-Prozedur und ließ das dann am Rechner laufen und verglichen. Und dann haben wir gesehen, die Abweichungen, wo das ist, nicht mit dem Soll übereinstimmte. Und dann müssten die Tester nachschauen. Warum? Wieso? So, die Tester müssten sich in die Logik der Programme letztendlich einarbeiten für das für sie völlig fremdes Gebiet. Ja. So, für mich war das interessant zu lernen, dass Tester müssen nicht Anwendungsspezialisten sein. Das kommt später. In der Integrationstest, wenn man die Module alle zusammenlinkt, dann muss das Endergebnis mit den Anforderungen übereinstimmen. Aber auf der Komponentenebene ist das eine formale Prüfung der Spezifikation der Ein- und Ausgabeparameter gegen das Ergebnis, was zurückgegeben wird. Ja, ja. Das ist heute mit Web Services nicht anders. Genau, ja. Du hast ja dann auch, also du hast ja immer schon viele Werkzeuge auch entwickelt, parallel zu deinem Projektgeschehen, weil die dich ja auch unterstützt haben. Ne? Und weil du gerade sagst, auch später kam dann auch so die Prüfung der Anforderungen. Auch da hast du ja Werkzeuge entwickelt, die diese Anforderungen analysieren und Testfälle entwickeln. Ne? Ja, ich habe mindestens 30 verschiedene Testwerkzeuge entwickelt, unter anderem
Werkzeuge, die englische Texte analysieren und daraus Testfälle automatisch ableiten und dafür dann Daten generiert. Ja. Wie, in welchem Zusammenhang, also warum hast du das entwickelt? Also was war so das Projekt damals oder das Thema, dass du zu diesem, so gesagt hast, so ein Tool braucht es jetzt? Bei Siemens war das Thema Logistik und die Frachtzüge steuern, ja, mit Abfahrten und Einfahrtenzeiten und so. Anzahl der angehängte Freight Cars, ja, Frachtwagen. Ja, okay, also. Es war alles auf dem Computer. Ich meine, leider war dieses Projekt, wie viele Projekte, die ich gemacht habe, ist ein Failure gewesen. Es ist letztendlich gescheitert, weil der Siemens-Rechner zu schwach war für diese Last. Ja. Okay. Wenn du so heute auf deine ganzen Projekte schaust, die du so im Testing-Bereich gemacht hast, du da so ein Highlight, wo du sagst, dieses Projekt war für mich das, wo ich am meisten gelernt habe oder was das Aufregendste war? Mit dem Projekt, das Projekt mit Siemens, da habe ich schon sehr viel gelernt über die Motivation der Mitarbeiter, über den Umgang mit Testwerkzeugen, wie man die Ergebnisse von Testwerkzeugen auswertet und wie man den Test plant. Das habe ich in dem Projekt gelernt, weil nachher bin ich von Siemens dann zu der Firma Quelle in Nürnberg gegangen und habe für sie ein Testsystem für ihre Versand entwickelt. Und da habe ich wieder was gelernt über den Umgang mit Softwaremodule und ihre Schnittstellen spezifizieren. Es war immer die schwierigste Sache, ist eine genaue Schnittstellendefinition zu haben, wie auch heute mit Ja, das hat sich nicht geändert. mit Microsoft-Produkte und auch mit REST, ja, ist die Schnittstelle ist ein und alles. Ja, genau. Ja. Du hast dich ja auch später dann noch, oder auch zu der Zeit, weiß ich nicht gar nicht, wann das entstanden ist, ja sehr viel mit dem Thema auch der statischen Qualität von Objekten und von Code auch beschäftigt, ne? Also von statischer Analyse von. Das haben wir damals schon in diesem Siemens-Projekt begonnen. Also Prüfstand, mein erstes Testwerkzeug hatte 2 Teile. Ein Teil für die statische Analyse und ein Teil dynamische Analyse. Und der statische Analyse hat den Code gelesen, sozusagen, geparst und hat daraus gewisse Informationen gewonnen, wie wer ruft wen auf und wer gibt welche Daten weiter an wen. Und neben dieser reine Dokumentation der Architektur habe ich auch Schwachstellen im Code gesucht und gefunden. Also wo die Programmierer Regeln verletzt haben oder wo sie schwache Strukturen hatten. Aber das war immer ein Streitpunkt. Ja, ich hatte eine Prüfung in den kommerziellen Programmen, um die Go-Tos zu identifizieren. Und ich verbrachte viele Zeit mit den Programmierern zu argumentieren, warum ist GoTo verboten. Ja. Mich immer auf das Artikel von Professor Dijkstra bezogen. Aber die Programmierer haben ihre eigenen Vorstellungen und damals haben Programmierer in Assembler gedacht. Das hat noch lange gedauert. Bis Ende der 80er Jahren haben Programmierer in Assembler gedacht. Das hat ihr Gehirn so geprägt, ja, dass sie wussten nichts anderes, als das zu einen Zustand prüfen, Test und Jump. Dann springt man irgendwo hin
und macht dazwischen irgendeine Datenübertragung. Ja. Das war eigentlich notwendig, das schon statisch zu dokumentieren. Ich habe immer die Idee gehabt, man könnte die Validation von Software ohne Rechner, also ohne dynamische Analyse durchführen. Das war immer mein Traum. Dass man gibt nur den Source ein und der Testwerkzeug sagt, wo Fehler sind, wo sind Widersprüche mit der Spezifikation, der Vorgabe. Ja. Aber das verlangt, dass die Spezifikation auf der gleichen semantischen Ebene ist wie die Programme selbst. Das heißt, für jede Schleife und jede Fallentscheidung, für jede If-Anweisung muss man dann ein Test beschreiben. Ja? Ja. Und das ist sehr aufwendig. Sehr aufwendig, diese statische Analyse. So, ich blieb dabei, nur grobe Regelverletzungen zu notieren. Ja. Ja. Dieses Tool ist ja auch dann gewachsen. Also als ich das kennengelernt habe, wir waren ja in Stuttgart mit dem Werkzeug bei einer Versicherung damals auch, mit der statischen. Da hast du ja schon eine unfassbare Bandbreite. Tests dort auch eingeführt, schon in der 80er Jahren, Ende der 80er Jahren war ich dort und hat Testtechnologie eingeführt. Und dann bin ich mit dir rüber zu diese berüchtigte Gesundheitskartenprojekt gegangen. Ja. Und das war eine von meinen vielen schlechten Erfahrungen, weil ich wollte schätzen, was Aufwand sie brauchen, um den Test für diese Karte zu entwickeln, nur den Test zu entwickeln. Und das war eine riesen Summe, ich weiß nicht mehr wie viel, aber mehrere tausend Manntage. Und wenn die auch noch die Tests ausführen, dann kommen mehrere Manntage dazu. Und der Projektleiter hat mich schlicht und ergreifend rausgeschmissen. Er sagt, ich soll mich dort nie wieder zeigen. Ja, waren die Zahlen zu groß. Aber ja, wenn man drauf schaut, wahrscheinlich hätte es auch gebraucht. Ja, das Projekt ist auch am Ende abgebrochen, weil das so fehlerhaft war. Die haben nicht ausreichend getestet. Ich habe gesagt, das werden sie früher oder später entdecken und dann werden sie bereuen, dass sie mich rausgeschmissen haben, dass sie damals nicht den Aufwand betrieben haben, gleich einen anständigen Test zu entwickeln. Und mühselig mit den Leuten so zu reden, die haben ihre eigene Meinung. Der Manager hat immer nur sein Posten im Auge und die momentane Erfolgskriterien. Und das war fast immer die Termin einhalten. Termin einhalten, koste, was es wolle. Ja? Und das ist übrigens auch mein Argumentation gegen die agile Entwicklung. Die agile Entwicklung sieht vor die Vision, dass die Menschen in Sprints arbeiten. Sie haben ein agile Entwicklungsteam und sie arbeiten in Sprints von 2 Wochen bis 4 Wochen. Und dann untersuchen sie das Ergebnis, ob das done ist oder nicht. Und die Frage ist, was ist done? Zu welchem Grad müssen sie testen, um sagen zu können, wir sind done? Und ich sage, das geht nicht bei vielen Projekten, weil die einzelnen Komponenten, die sie in dieser Sprintzeit liefern wollen, einfach zu groß sind. Ja? Und man musste schon vorher die Software
zerlegen in kleinere testbare Einheiten. Und mein letzter Artikel und Forschungsprojekt an der Universität Dresden war gerade dieses Thema. Wie groß darf ein Webservice sein? Ja? Und ich habe das ausgerechnet aufgrund der Zeit, die Sie brauchen, um zu testen. Ja? Ja. Und da bin ich zum Ergebnis gekommen, dass ich bei 300-400 Anweisungen, je nach Sprache und Komplexität, und größer dürfte ein Komponentmodul nicht sein. Ja? Aber so ein Rätsel, mit dem bin ich immer noch nicht klar gekommen, weil ich habe schon damals für Anikon 2 Projekte untersucht, 2 Agile-Projekte, die gescheitert sind. Das eine Projekt war für eine Ölfirma dort in Wien. Das zweite Projekt war für eine Hörgerätfirma in Graz. Ja? Und beide haben ihr Budget bei weitem überschritten und sind nicht fertig geworden. Und dann hat der Management auf Anikon zugekommen und sagt, ja, der Herr Sneed soll kommen und das untersuchen und warum das ist und so ist. Ich sagte, weil sie nicht wirklich agile gearbeitet haben. Sie haben solche Monster-Komponente versucht, in einem Sprint fertigzustellen, entwickeln und testen. Und als die Leute gesehen haben, dass das Zeit für den Sprint zu Ende ist, dann haben sie einfach abgeschlossen, übergeben. Und das war schon lange nicht fertig. Ja? Und das ist mein Gripe mit der Agile-Entwicklung. Ja, später das Gleiche ist passiert in Österreich mit der katholischen Kirche. Haben auch so ein Agile-Projekt organisiert mit zu großen Bausteinen. Und die konnten die Bausteine nicht in der Zeit, die vorgesehen war, rechtzeitig fertigen. So, die Architekt der Software, die Architektur der Software muss passen zu der agilen Entwicklungstheorie. Ja, Ja, das stimmt, ja. Also ich glaube, das ist auch etwas, weil hast du ja gerade auch gesagt, wie die Größe von Komponenten und wie eine Software geschnitten ist, die hat halt, das ist oft das große Problem, wie man das in so ein agilen Prozess, ein agiles Vorgehen bekommt, ne? Und wo es dann häufig auch aneckt, ob man das mit den Tests schafft, ob man das alles hinbekommt. Ne? Ich habe mich, als ich noch bei Anikon war, habe ich mich mit der Agile-Programmierung und Agile-Test auseinandergesetzt. Und ich habe auch Schriften darüber verfasst. Ich wollte sogar ein Buch darüber schreiben, aber es waren schon so viele Bücher über Agile-Testen. Die haben meine Ideen aufgenommen in die Anikon-Buch über Agile-Testing, ja, und, der Team dort. Aber ich habe gleich gemerkt, es gibt Probleme. Es stimmt einfach nicht alles. Das A und O von Agile ist, dass man in kurze Sprints Ergebnisse liefert. Und diese Ergebnisse müssen testbar sein sogar, und auch einsetzbar. Ja. Und das ist viel verlangt. Das kommt darauf an, was für Zeitintervalle, Sprintintervalle man hat. Und wenn das nur 3 Wochen ist, dann darf es nicht mehr wie so und so viel Anweisungen haben und so viel Ein- und Ausgabedaten verarbeiten. Ist klar. Stimmt, ja. So, die Agile-Entwicklung ist nicht für alle Projekte geeignet. Ja, sehr, sehr, sehr interessanter Gedanke, ja. Und es ist mein Anliegen, das im Voraus zu erforschen, indem man die Programme misst. Wie groß
und wie komplex sind die Komponenten und dann entscheiden, welche Komponente wir in welcher Reihenfolge testen. Und die Kritik von meinem Artikel war meistens so, das ist das Pferd von hinten anziehen, das geht nicht. Man muss top-down arbeiten und die Ziele definieren und aufgrund der Ziele die Architektur und dann kommt man zu der Größe der Bausteine. Das ergibt sich aus dem Design. Und das ist, wo ich einfach eine andere Meinung bin als die meisten jungen Kollegen. Ja. Ja, sehr interessant. Wenn du jetzt heute so, das sind ja jetzt 50 Jahre fast oder knapp über 40 Jahre, 45 Jahre, wo du Software-Test miterlebt hast. Was ist denn so deiner Meinung nach die größte Errungenschaft im Software-Test in all den Jahrzehnten gewesen, wenn du so eine Sache auswählen müsstest? Ja, gut, ich war ein Pionier auf diesem Gebiet, aber Pionierleben immer sehr gefährlich und das war für mich auch zutreffend. Ich habe mit dieser Sache viel zu früh angefangen, mit der Idee, den Test auszusourcen an fremde Firmen. Mit Spezialisten nur für den Test. Die Zeit war nicht reif und deshalb musste ich dann in den 80er Jahren meine Testkarriere beenden und was anderes machen. Dann habe ich begonnen, Case Tools zu entwickeln. Da war ich auch nicht zu früh und später habe ich dann Reengineering gemacht. Ja, so ich wurde immer wieder gezwungen, was anderes zu machen. Ja, aber das ja auch, sag mal, mit viel Erfolg. Du hast ja über 25 Bücher, glaube ich, geschrieben, ganz viele Artikel geschrieben und hast ja jeden Bereich der Softwareentwicklung bearbeitet, ne? Wirtschaftlich bin ich kein Erfolg gewesen. Als alter Rentner nage ich am Hungertuch, kann gerade noch existieren, mit meiner Krankheit jetzt. So, erst recht. Konnte nicht mehr reisen zu den Kunden. Und das war eher ein Failure. Mein Life is a failure, kann ich sagen. Ja, aber du hast auch, glaube ich, viel gegeben. Du hast viel investiert in die Tools, in die Konzepte, in die Ideen, die ja heute noch viel referenziert werden und passieren. Also es ist vielleicht nicht der materielle Erfolg, aber zumindest die Inspiration für viele da. Ja, davon kann man nicht leben. Das sagt in Amerika immer mein Nachbar in Mississippi, mit deiner Wissenschaft und 20 Cent kann man eine gute Zigarre kaufen. Was damit sagen wollte, ist, die Wissenschaft hat keinen Wert an sich. Und das prägt die amerikanische Meinung, die öffentliche Meinung. Im Allgemeinen haben sie eine Abneigung gegen theoretische Leute, die nur in Modellen denken. Und deshalb wird wahrscheinlich Donald Trump wieder Präsident werden. Ja, wir werden sehen. Ja, lieber Harry, vielen lieben Dank, dass du mir jetzt mal hier so Rede und Antwort gestanden hast. Wir sind jetzt schon von der Zeit gut fortgeschritten, aber ich denke, du hast ja so viel Material, vielleicht machen wir bei Zeiten nochmal eine Folge, wo wir noch auf andere Aspekte auch draufschauen. Aber ich würde für heute mal sagen, wir machen den Sack da mal zu und ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das technisch alles hinbekommen haben. Und einmal so in die Einblicke aus 45 Jahren Software-Test, die du mitgestaltet hast. Ja, sage ich Dankeschön, danke, dass du da warst und bis bald. Ja, ganz meinerseits, ja.